Es kommt ein Jumpscare bestimmt. Ich bereite mich gerade seelisch drauf vor. Ja, okay. Okay. Ich habe mich seelisch darauf vorbereitet. Es ging. Kannst du mal bitte wieder auf die Uhr schauen irgendwie? Ich würde gerne wissen, wie viel Uhr es ist. Außerdem... Du hast gar nichts mehr in dein Buch geschrieben. Die Tür ist hier wieder auf. Das ist doch sehr angenehm. Der Vogel ist frei. Eine Konservendose. Jemand hat sie geöffnet. Der Vogel ist frei. Wo bist du? Boah, ich sehe nichts. Ich könnte noch ein bisschen heller stellen, aber ich glaube, das bringt einfach nicht wirklich was. Okay, wir können mal gucken, ob wir weitergehen können. Es soll ja auch so sein. Ich mache mal wieder ein bisschen, weil es einfach schöner aussieht. Wieder ein bisschen dunkler. Die Tür ist verschlossen. Oh, ein Lockpick. Können wir jetzt hier rein? Ah, warte mal. Hier ist doch der Schlüssel. Ja, Moment, ich schreibe mal ich. Lang, mittel, lang, klein. So ist der Schlüssel. Und der Schlüssel... Wir müssen ja natürlich nicht den Schlüssel nachbilden, sondern wie der da reingreift. Lang ist also ganz kurz. Mittel ist so. Lang ist wieder ganz kurz. So. Nee, Entschuldigung. So muss der herein. Moment, ich muss mich mal kurz drehen. So. Dann ganz lang. Ja. Gewichte. Pork, okay. Das sieht nach den Gewichten aus. Okay, warte, das sind 370. Und 370. 470. 520. Ich vermute, das ist bestimmt 500. $350, Moment mal. Okay, das ist schwerer als... Das ist jetzt aber auch 350. Das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist... $350. Das ist aber auch 350. Nee, das war 450. Ja, 450. Okay. Das sind 400.
glaube, ich muss den hier aussortieren. Das sind 280. Yep. Okay, und jetzt? Was habe ich jetzt? Was ist das jetzt? Ach so, ja, die Zahl natürlich, ne? Ja, okay. 170, 120 sind 290, 365, 415. Ist das richtig? Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert. Kopfrechnen ist echt... Okay. Giftflasche. Warum? Was soll ich mit der Giftflasche? Was soll ich mit der Giftflasche? Heißt das, ich muss den Vogel vergiften, oder was? Ich will doch aber nicht den Vogel vergiften. Warum soll ich das machen? Wofür? Was bringt mir das denn? Erst stirbt hier eine Katze, dann soll ich einen Vogel umbringen. Was ist das Spiel? Ein Schlüssel. Ich sträube mich noch davor. Oh. Ich weiß nicht, was die für einen Unterschied machen. Na gut, dann machen wir es mal. Es tut mir leid, liebes Vögelchen. Bitte verzeih mir. Jetzt bin ich traurig. Nur um hier durchzukommen. Ah! Dieser Alte, ne? Dieser Alte macht mir das Leben schwer. Blutig? Oh je, ist das ein Keller? Lebt die Alte noch? After woken up, I realized I was trapped in the basement. My wife had the abnormal expression since the child died, but I really did not expect that my wife suddenly attacked me. Now, everything was clear when I read her diary. Sometimes, I suddenly injured somewhere. I could not remember what happened to me. The doctor said that I was suffering from depression. Besides that, I was suffering from short-term dementia. Every morning when I woke up, all things became strange to me.
Only one thing hasn't changed, that was my unborn fetus grows increasingly. Thenceforth, I start to write a diary. I want to note everything that happened to me into this. Things became complicated when my husband brought home a girl, and introduced she was a new maid in the house. Her name was Mary. She was a beautiful girl, but I had a bad premonition when I looked at her eyes. This introduction scene often repeated day after day. I realized that when I reread my diary. Seemed to Mary and my husband were lies in front of me, but he hadn't known that everything were wrote in this. I start to find out their reasons. And then I was realized a horrific secret. My husband, he's an affair with Mary. They were taking advantage of my dementia illness, in order to sneak with each other. This things made me very sad. And it broke my heart. The only reason that helped me endure all of this was because my unborn child. Already 8 months since Mary lived here. I've tried to dissemble when seeing her adultery with my husband. I couldn't believe that Mary was too greedy and sinister. She had put poison in my food. It was caused many severe abdominal pain. Her poison didn't make me dead, but it killed my son. These days are the most miserable days of my life. I realized I need to avenge. I want her to go through the pain of losing the child same like me. All of them were gonna pay for this. After a long time, waiting for Mary pregnancy, this moment finally came. I used a knife to slit her belly and get the baby out. It's a girl. It's looked at me and cried. In a second, something seems to touch my heart. I decided to let the little girl alive. But this couple gonna pay for what they did. I burned them. 2 corpses were charred and could not identify their faces. Police later confirmed that this is a suicide of me and my husband. But they did not know about Mary's presence in the house. After that, they took the baby away. This is the last page I wrote. And I did not want to see this diary anymore. Because it brings back my painful memories. I will wait for this child to come back. Sehr cool. Also dafür, dass das nur eine Person entwickelt hat, ein total solides Horrorspiel. Also total cool. Durch dieses Spiel möchte ich eine Nachricht rüberbringen. Okay. Bei den Menschen gibt es 3 Wurzeln des Übels, 3 Gifte im Buddhismus genannt. Gier, Hass, Ignoranz. Jede der Spielfiguren im Spiel drückt eine der Wurzeln aus. Gier, Ignoranz, Hass. Ja, Tatsache. Cool. Ja, total cool. Also wirklich, wirklich cooles Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bleibe jetzt hier in diesem Bildschirm, weil das Menü sehr laut ist einfach. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch gefallen und lasst mich wissen, wie ihr das Spiel fandet. Ich fand die Geschichte richtig, richtig cool. Richtig. Ja, und wir sehen uns dann einfach hoffentlich beim nächsten Spiel wieder. Ich bin echt begeistert. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, also richtig cool. Richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.